Alle Jahre wieder und auch dieses Jahr ist der 31.07. ein wichtiger Stichtag für den internationalen Informationsaustausch OECD-CRS. Was es mit diesem Stichtag auf sich hat und warum der OECD-CRS so wichtig ist für die geplante Reichensteuer und Vermögensteuer der EU, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Ende September 2024 werden wir in London unser Seminar Ruhestand im Ausland abhalten. In diesem Seminar wirst du lernen, wie du als Vorruheständler oder Ruheständler dich hier dem Zwangszugriff der EU entziehen kannst, wie du dein Vermögen schützen kannst vor dem EU-Vermögensregister, vor dem Kontenregister, vor einer möglichen EU-Vermögensteuer, Lastenausgleich und ähnlichen Gräueltaten, die da seitens der EU ja bereits in der Planung sind. Und auch viele andere Themen werden wir in diesem Event thematisieren. Zum Beispiel, welche Länder sich auf Basis der Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland abgeschlossen hat, besonders lohnen für einen Wegzug als Vorruheständler oder Ruheständler. Ob nämlich deine deutsche Rente und deine anderen Ruhestandsbezüge in Deutschland oder im Ausland oder überhaupt nicht besteuert werden, das steht alles in den DBAs drin. Dann werden wir auch weitere Themen behandeln, wie zum Beispiel Konten im Ausland, im Nicht-EU-Ausland öffnen, Immobilien erwerben, zweite Staatsbürgerschaften erwerben, um sich vor einer Besteuerung der Staatsbürgerschaft und auch deine Kinder und Enkel vor der Wehrpflicht zu schützen, etc. pp. Wie immer bei unseren Seminaren kann dein Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner, deine Begleitperson kostenlos mitkommen. Alle Infos zu dem Seminar packe ich hier in den ersten Kommentar zu diesem Video hinein, der auch gepinnt ist. Ich würde mich freuen, dich in London Ende September begrüßen zu dürfen. Kommen wir nun zum automatischen Informationsaustausch. Am 31.07. ist dort jedes Jahr ein wichtiger Stichtag. Was ist dieser Stichtag? Was hat es damit auf sich? Nun, bis zu diesem Tag müssen die Finanzinstitute an die deutsche Finanzverwaltung Informationen zu den Konten übermitteln, welche dann jeweils an die anderen Länder versandt werden. Das heißt, es geht um den Vorjahreszeitraum, also 2024 haben wir jetzt, da geht es also dann um den Zeitraum 2023. Die Banken haben also bis zum 31.07.2024 Zeit, hier alle Datensätze an die deutsche Finanzverwaltung zu senden, welche diese dann mit den Finanzverwaltungen in den anderen Ländern teilen wird. Was wird hier eigentlich ausgetauscht? Nun, es sind natürlich Kontostammdaten, das ist ganz klar, Name, Adresse, Steuernummer etc. Und dann jeweils die Kontosalden. Also wie viel Geld ist im Berichtszeitraum hier auf dem Konto eingegangen, wie viel Geld ist im Berichtszeitraum von dem Konto abgeflossen, wie viel Geld ist seit Kontoeröffnung auf dem Konto eingegangen, wie viel Geld ist seit Kontoeröffnung von dem Konto abgeflossen. Um solche Salden geht es. Konkrete Buchungsdaten, Kontoauszüge und Transaktionen werden nicht übermittelt im Rahmen des automatischen Informationsaustausches. Wer macht mit bei diesem Informationsaustausch? Nun, wir haben 195 Länder auf der Erde. 111 von ihnen nehmen am Informationsaustausch teil. Darunter praktisch alle wichtigen Länder, alle wichtigen Finanzplätze, alle wichtigen Steueroasen, alle nehmen daran teil. Wer nicht daran teilnimmt, sind natürlich die USA. Dazu komme ich gleich nochmal. Dann natürlich auch viele Entwicklungsländer. Für sie hat es einfach keinen Sinn und ist auch viel zu teuer, natürlich eine solche IT-Infrastruktur hier auf die Beine zu stellen. Das lohnt sich also nicht. Dieses Jahr neu hinzugekommen ist nur ein Land, nämlich Georgien. Das kommt nicht überraschend, das war schon lange geplant, dass Georgien ab dem Berichtszeitraum 2023 teilnimmt und 2024 zum ersten Mal Daten sendet. Auch bei den wegfallenden Ländern, das sind 8, gibt es nicht wirklich Überraschungen. Liberia macht nicht mit, Russland macht nicht mit, die Ukraine macht nicht mit, Montenegro macht auch nicht mit, die wollten zunächst mitmachen, aber da gab es jetzt wohl Verzögerungen, wobei ich das nur als Verzögerung temporärer Art interpretiere, technische Schwierigkeiten etc. pp.
Also wie gesagt, alle wichtigen Länder tauschen hier Daten aus. Das heißt, wenn du jetzt ein Konto hast, dann werden zu diesem Konto Daten an das deutsche Finanzamt geschickt. Das ist eigentlich nicht weiter dramatisch, denn du darfst ja Konten im Ausland haben. Das ist nicht verboten. Da gibt es überhaupt keine Meldepflichten, da gibt es gar nichts zu beachten. Du musst auch Zahlungen, die du auf dein Konto im Ausland machst, nirgendwo melden. Das ist alles komplett legal. Einnahmen musst du natürlich hier angeben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Kapitalerträge auf einem Auslandskonto erhältst, musst du das in der Steuererklärung melden. Aber ansonsten ist dieser Informationsaustausch eigentlich, und ich komme gleich mal auf das eigentlich zu sprechen, ziemlich harmlos. Das wird dir normalerweise nicht zum Schaden werden. Firmenkonten werden ebenfalls vom automatischen Informationsaustausch erfasst. Hier ist aber wichtig zu verstehen, dass aktive, operative Unternehmen nicht zum Informationsaustausch erfasst sind. Also wenn du ein Unternehmen im Ausland hast, das tatsächlich gewerblich tätig ist, das heißt mal angenommen, du betreibst ein Restaurant oder ein Hotel im Ausland oder eine Tauchschule, dann werden die Konten dieses Unternehmens nicht vom automatischen Informationsaustausch erfasst, auch wenn du hier 100% der Beneficial Owner bist und es bekannt ist, dass du zum Beispiel in Deutschland wohnst. Etwas anderes ist es bei Holdinggesellschaften, bei Investmentgesellschaften, bei Unternehmen, die passive Einnahmen erzielen. Dann sieht es anders aus. Konten solcher Unternehmen werden grundsätzlich ausgetauscht. So, die Krux hier bei den Unternehmenskonten ist im Grunde genommen, wie die Bank dein Unternehmen einstuft. Zwar wirst du aufgefordert, eine Selbsteinschätzung abzugeben, wenn die allerdings missverständlich ist und die Bank auch nicht wirklich einen Plan hat davon, was dein Business wirklich macht, kann es sein, dass fälschlicherweise dann Informationen ausgetauscht werden. Das haben wir alles schon erlebt. Aber auch das muss nicht weiter dramatisch sein. Wenn du gemeldet hast bei deinem Finanzamt, dass du an diesem Unternehmen beteiligt bist, dann ist das natürlich alles kein Problem. Ein kurzes Wort noch zur USA. Dazu hatte ich ja vor kurzem erst ein separates Video gemacht. Nein, die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teil. Die USA haben ihren eigenen Austausch FATCA. Im Grunde hat die OECD hier letztlich FATCA mehr oder weniger einfach kopiert und hat dann daraus den CRS gemacht. So ungefähr kann man so sagen. Aber auch die USA zum Beispiel tauschen mit Deutschland Informationen aus und das schon seit 2014. Wenn du also persönlich ein Konto in den USA hast, dann werden schon seit 2014 Daten hier nach Deutschland geschickt, ist aber komplett separat zu sehen vom OECD-CRS. Und jetzt kommt die entscheidende Krux. Normalerweise, wenn du ein Konto in den USA eröffnest, dann eröffnest du das nicht als jemand, der nicht in den USA lebt, also als ein Steuerausländer, sondern als ein Steuerinländer. Ehrlich gesagt, ich kenne keine andere Bank, wo du einfach so hingehen kannst und sagen kannst, ich bin der Sebastian, ich komme aus Deutschland, hier ist meine deutsche Steuernummer, meine deutsche Adresse, ich will jetzt mal ein Konto haben. Dann sagen die der schlicht und ergreifend, piss off, wir geben dir kein Konto. Das heißt, wenn du in den USA ein persönliches Konto eröffnen willst, musst du dort eine amerikanische Steuernummer, eine ITIN vorweisen und du musst eine amerikanische Adresse vorweisen. Dann wirst du aber als amerikanischer Steuerzahler bei denen im System geführt. Das heißt, die kennen deine ausländischen Daten überhaupt nicht. Insofern kommt es auch hier de facto nicht zum Informationsaustausch. Anders mag es möglicherweise sein, wenn du ein Depot bei einem amerikanischen Broker eröffnest oder ein anderweitiges Finanzkonto dort hast, mit deutschen Angaben, mit deutscher Steuernummer, dann wird dieses möglicherweise vom Informationsaustausch erfasst werden. Auch hier ganz wichtig, amerikanische Unternehmen, zum Beispiel LLCs, C-Corporations, sind nicht erfasst von dieser Vereinbarung, welche die USA mit Deutschland abgeschlossen haben. So, also grundsätzlich kann man sagen, ein alter Hut. Diesen OECD-CRS gibt es schon seit vielen Jahren jetzt, seit 2016. Da läuft der Austausch. Da ist im Grunde genommen nicht viel Neues zu erwarten. Das geht jetzt einfach so weiter und nimmt eben so seinen Lauf. Unter der Annahme, dass du die Einkünfte in Deutschland in der Steuererklärung annimmst, muss man davor eigentlich keine Angst haben. So, aber jetzt kommt's. Professor Gabriel Zuckmann, weißt du vielleicht, französischer Wirtschaftswissenschaftler und gleichzeitig auch der Geschäftsführer des EU Tax Observancies. Also das ist ein Think Tank, den die EU finanziert. Er ist ja so der interne Steuerexperte der EU. Also wenn die EU hier den Reichen Geld abnehmen will, geht sie zu Zuckmann und sagt, hör mal zu, lass dir mal da was Nettes einfallen. Vor kurzem sind sie auf ihn zugekommen und haben gesagt, ja, wir wollen hier mal diese Reichensteuer einführen. Also eine Steuer für Milliardäre. Wie können wir denn das machen?
Das Ganze ist doch alles ziemlich kompliziert, denn wer weiß schon, wo diese Milliardäre genau ihr Geld haben. Wie sollen wir das genau besteuern? Die sind ja alle sehr clever, die setzen Holdinggesellschaften auf, Family Office, Stiftung und so weiter und so fort. Zuckmann hat dann eigentlich ziemlich schnell die Idee gehabt, dass man hier einfach den Informationsaustausch ja verwenden könnte. Daten, die über den Informationsaustausch ja bereits heute den Finanzverwaltungen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt erinnere dich, was ich gerade eben gesagt habe. Operative Gesellschaften sind letztlich nicht vom automatischen Informationsaustausch betroffen, aber vermögensverwaltende Strukturen sind davon betroffen. Das heißt, wenn du also an einer Stiftung in Liechtenstein begünstigt bist, findet hier sehr wohl ein Informationsaustausch statt. Wenn du an einem Family Office begünstigt bist, findet hier sehr wohl ein Informationsaustausch statt. Und das ist jetzt das Gefährliche, nicht? Denn im Grunde genommen liegt mit dem Informationsaustausch den Regierungen vor, wer irgendwo begünstigt ist. Also das heißt, wer wirtschaftlich berechtigt ist. Selbst wenn du kein Eigentümer dieser Stiftung bist, selbst wenn du diese Stiftung nicht gegründet hast, sondern nur dort wirtschaftlich Berechtigter bist oder eben Begünstigter bist, bist du im Informationsaustausch drin. Und damit kann dann in Zukunft hier die Vermögensteuer erhoben werden. Und das ist genau der Plan, den Gabriel Zuckmann hier hat. Momentan redet man noch groß davon, dass es hier um eine Vermögenssteuer für Milliardäre geht. Naja, du siehst ja an der Diskussion um das Vermögensregister, dass es mit solchen Aussagen nicht weit her ist. Erinnere dich vielleicht, dieses Vermögensregister sollte eingeführt werden, weil man hier russischen Oligarchen letztlich auf die Schliche kommen will, die Vermögen in Europa verstecken. Jetzt redet niemand mehr von russischen Oligarchen. Jetzt geht es darum, dass jeder sein Vermögen über 200.000 Euro dort erfassen lassen muss. Die russischen Oligarchen hat man vergessen. Man verwendet oft reiche Milliardäre, russische Oligarchen, einfach nur sozusagen als Schaufensterfiguren, um hier eine solche Idee im Volk zu verkaufen. Denn wie gesagt, mit Milliardären, mit russischen Oligarchen hat niemand Mitleid. Warum sollte man auch hier Mitgefühle mit solchen Personen haben? Aber tatsächlich betrifft es dann immer alle anderen. Und das ist auch meine Befürchtung für diese Vermögensteuer, die möglicherweise eben auf Basis der Daten aus dem automatischen Informationsaustausch hier dann erhoben wird. Auch werden dort, vermute ich, natürlich Daten dann aus dem Vermögensregister einfließen. Das heißt, im Vermögensregister wird es dann genauso funktionieren letztlich wie auch mit dem Informationsaustausch. Hier wird man dann auch Vermögen erfassen müssen, an dem man wirtschaftlich berechtigt, begünstigt ist in irgendeiner Weise, selbst wenn es eigentlich einem nicht gehört, weil es einer Familienholding, einem Family Office, einer Stiftung oder einer ähnlichen Struktur gehört. Dahin sehe ich die Zukunft des automatischen Informationsaustausches sich eigentlich hinbewegen. Dessen solltest du dir bewusst sein. Ich halte es jetzt nicht für realistisch, dass jetzt jeder seine Konten in Länder verlegt, in denen es keinen automatischen Informationsaustausch gibt. Serbien gehört ja zum Beispiel dazu. Wir haben dort erst kürzlich ein Video zu dem Thema veröffentlicht, zum Thema eben Kontoeröffnung in Serbien, was für viele interessant ist, genau aus diesem Grund. Aber letztlich eine wirkliche Lösung ist das nicht. Die meisten werden jetzt nicht ihre Konten in Liechtenstein, in der Schweiz oder in Deutschland schließen, nur weil sie diesen Informationsaustausch vermeiden wollen. Und man muss ja auch sagen, viele Länder, die eben nicht am Informationsaustausch teilnehmen, sind auch möglicherweise nicht die sichersten, wenn es um dein Kapital geht. Hier muss man also abwägen zwischen Pest oder Cholera, aber im Zweifelsfall ist möglicherweise der Informationsaustausch das kleinere Übel. Was du allerdings konkret machen kannst, ist einen Plan B zu entwerfen, an einem Plan B zu arbeiten, wie du dich und dein Vermögen in Zukunft vor solchen Maßnahmen schützen kannst. Wie gesagt, vor dem Informationsaustausch wirst du dich vermutlich nicht schützen können, aber es wird natürlich viele Länder geben, die bei einer solchen OECD-weiten Vermögensteuer nicht mitmachen werden. Das haben wir jetzt ja auch schon an der globalen minimalen Körperschaftssteuer gesehen. Selbst die USA machen ja da nicht mit. Die werden übrigens mit Sicherheit auch nicht bei einer globalen Vermögenssteuer mitmachen. Aber das mal beiseite gelassen. Also es wird Länder geben, die sagen, wir wollen da nicht mitmachen. Das heißt, dorthin kannst du dann umziehen. Du bist dann nach wie vor vielleicht vom Informationsaustausch betroffen, aber eben nicht vom Vermögensregister der EU, nicht von einer Vermögenssteuer der EU,
und der OECD, wenn dein Land dann nicht eine solche erhebt. Und wie gesagt, dort wird es etliche geben, denke ich, die daran nicht teilnehmen werden. Jetzt ist das alles noch Zukunftsmusik. Das wird aber in den nächsten Jahren, denke ich, auf jeden Fall kommen. Die AMLA ist ja bereits gegründet worden, die Superbehörde in Frankfurt zur Überwachung des Finanzsystems. Das heißt, wir haben jetzt in den nächsten Jahren noch Zeit, das Ganze zu etablieren, zu organisieren. Hier bist du jetzt noch bewegungsfähig, handlungsfähig, hast noch Bewegungsfreiheit. Wie es dann in 5 Jahren ist, muss man sehen. Ein weiterer Vorschlag, den Zuckmann ja macht, ist, dass alle Länder eine Wegzugssteuer einführen und eine erweitert beschränkte Steuerpflicht nach dem Beispiele Deutschlands, um genau zu vermeiden, dass man einfach ins Ausland umziehen kann. Also wenn du heute schon in Deutschland wohnst, dann kennst du ja diese Themen, dann weißt du, wie damit umzugehen ist. Aber das könnte dann auch sehr viele andere Personen in anderen Ländern treffen. Also das heißt, mein Tipp an dich, beginne jetzt damit zu handeln. Natürlich nichts überstürzen, das ist ja völlig klar. Keine unsinnigen wirtschaftlichen Entscheidungen jetzt treffen. Jetzt dein ganzes Vermögen zu liquidieren und dann Gold zu kaufen, das ist natürlich keine gute Idee. Aber jetzt darüber nachzudenken, jetzt damit beginnen zu planen. Wie gesagt, ein bisschen Zeit wirst du noch haben. Diese Dinge passieren nicht über Nacht. Du bist ja jetzt gut vorbereitet, wenn du hier unseren Kanal anschaust und manche anderen Kanäle auch und wirst dich darauf vorbereiten können. Aber was man nicht machen kann, eben ist einfach zu warten und nichts zu tun. Denk mal an Personen, die gewartet haben und nichts getan haben. Zum Beispiel an die Ukrainer und die Russen, die im Land blieben, in der Ukraine und in Russland und gewartet haben. Und dann war der Krieg da und dann konnten sie das Land nicht mehr verlassen. Oder auch die Juden während den 30er Jahren, die einfach abgewartet haben. Irgendwann konnten sie Deutschland nicht mehr verlassen. Wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Und die Kunst ist eben jetzt, den richtigen Zeitpunkt zu identifizieren, sich gut genug vorzubereiten, nichts zu überstürzen. Wenn man etwas überstürzt, trifft man in der Regel auch die falschen Entscheidungen. Aber jetzt mit diesem Wissen sich letztlich vorzubereiten und dann, wenn die Zeit gekommen ist, ins Ausland zu gehen, sein Vermögen ins Nicht-EU-Ausland zu bringen, im Nicht-EU-Ausland zu leben und dann sich damit letztlich vor der Übergriffigkeit der EU zu schützen. Wenn auch du planst, auszuwandern, um dich zu schützen vor hohen Steuern, der Übergriffigkeit des Staates, wenn du deine Kinder und Enkel schützen willst vor der Wehrpflicht und wenn du einen Plan B im Ausland etablieren willst, wo du in Freiheit und in Unabhängigkeit leben kannst, selbst über dein Geld verfügen kannst, ohne einen Großteil davon an den Staat abgeben zu müssen, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserem Mandanten zählen zu können. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.